Es ist Nacht an der Jama und auch in der Nacht sollen hier die ganz kleinen Dinger reingehen. Also die Stichlinge und die Schmerlen. Also gucken wir doch mal, wie es hier läuft. Auf die ganz kleinen Dinger. Also Bachschmerle und Stichling. Na guck, da haben wir doch wieder einen. Bachschmerle und Stichling. Schön feines Setup. Und hier soll es gut laufen. Ich habe es im Stream jetzt zuletzt auch noch mal ein bisschen getestet. Noch nicht so ganz ausgiebig. Das machen wir jetzt noch mal ein bisschen länger. Und vor allem jetzt in der Nacht müssen wir natürlich gucken, wie es denn da auch, dann auch in der Nacht läuft. Mit der Bachschmerle. Wenn du also noch die Bachsperle suchst, durchaus eine gute Option, sich hier einfach mal hinzustellen. Und mit dem Stichling. Und den suche ich noch. Bachschmerle habe ich schon. Hatte ich an der Tunguska abgehakt. Aber, tja, der neunstachelige Stichling, der fehlt noch, der olle Stichling. Da ist er. Und der muss natürlich irgendwann mal rein hier in groß. 70 Gramm plus oder sowas. Das wäre nicht so verkehrt. Jetzt habe ich schon ein bisschen rumprobiert. Und zwar mit diesen verschiedenen Komponenten, die man halt einstellen kann. Also Hakengröße, Vorfachstärke könnte man einstellen. Dann könnte man natürlich in der Tiefe noch ein bisschen Variation reinbringen. Letzten Endes sind wir jetzt hier gerade relativ weit draußen. Das ist ein relativ entfernter Spot hier auf 30 Meter. Ich gucke gerade noch mal ins Discord, denn da hatte Dosenfutter mit Ravioli das alles schön gepostet und Pure Patty auch quasi mit dazu gepostet. Also von 2 Spielern auch schon schön getestet hier die Stelle. Und bei Dosenfutter war zumindest ja auch noch direkt die Trophy mit dabei. 72 Gramm, 9-stacheliger Stichling. Nicht schlecht. Würde ich auch nehmen. 72 Gramm, ja, nicht schlecht. Sieht allerdings auf dem Trophy-Bild nach Morgenstunden aus. Ja, oder Vormittagsstunden. Und das Ganze eben hier auf 22er Haken mit 22er Haken mit Köcherfliegenlarve. Ich sehe hier gerade eine Änderung, die könnte ich auch noch mal machen. Ich bin jetzt hier nicht nur mit Köcherfliegen, also ich habe auch Köcherfliegenlarve drauf, habe das auch anfangs schon getestet mit Köcherfliegenlarve und ja, da waren auch schon die ersten Kandidaten drauf, also Stichling und Bachschmerle. Allerdings habe ich gedacht, na, vielleicht gehen auch noch andere Köder und ja, selbst Castor funktioniert. Zuckmückenlarve hat nicht so gut funktioniert. Was man natürlich auch noch ändern könnte, wäre Microbraid. 0,2er hier. 2,8 Kilo Microbraid. Nochmal richtig fein. Das ist die dünnste Schnur im Game mit 0,04 Millimetern. Und dann gucken wir doch mal, ob da nicht irgendwie was draufballert. So, wie sieht es hier aus? Oder hier? Da ist schon wieder was dran. Ja, und dann Variation in der Hakengröße. Jetzt sind wir ja bei diesen winzigen Fischen. Haben wir ja nicht viel Variationsmöglichkeiten. Entweder nimmst du eine Hakengröße drüber und bist vielleicht schon zu groß oder eine drunter und fängst nur noch kleine. Ist das so, ist halt dann immer die Frage. Fängt man tatsächlich mit einem, sagen wir mal jetzt einem 20er Haken, keine Fische mehr. Ich hatte tatsächlich eine schlechtere Frequenz, muss ich sagen. Bei der Änderung auf 20er Haken. Habe ich schon probiert. 20er Haken sind welche draufgegangen, aber tatsächlich war es schlechter. So, benutzen, Bremse nochmal runter und direkt wieder raus hier. 30 Meter. Wir gucken gleich in die Sets auch nochmal schön im Detail an. Überall rein. So, Bremse passt. Bremse nur auf 3, ganz klein. Na guck, gerade ausgeworfen, sofort wieder Biss auf Castor. Ja, aber die Hakengrößen, naja, die beeinflussen halt schon. Und da gibt es ja immer 2 Möglichkeiten. Gehst du eine Nummer zu groß rein und hoffst darauf, dass du hauptsächlich die ganzen kleinen verscheuchst, weil der Haken zu groß ist. Und hoffst dann darauf, dass dann vielleicht the one and the only kommt, die eine große. Dann ballert es natürlich irgendwann mal richtig schön rein. Aber bis dahin kann es natürlich sehr dröge sein und es passiert einfach die ganze Zeit nichts. Kann sein. Anderer Weg ist, du gehst einfach schön klein und fein rein, nochmal extra klein
und versuch's einfach dann über Masse mit einer deutlich höheren Frequenz, zack, 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 zack. Irgendwann kickt vielleicht bei der ganzen Masse auch mal die Trophy mit rein. Das wäre halt die andere Möglichkeit. Also, solche Spielereien kann man natürlich gerne machen. Und dann muss man einfach auch gucken, ja, was läuft dann einfach besser. Und sich da schon so beide mit Biss. Das ist es einfach, ne? Jetzt hier Morgenstunden. Gucken, dass es hier schnell läuft, rausziehen. Ich habe auch gerade gedacht, warum stelle ich mich nicht einfach da vorne rechts hin auf die Spitze und wäre vielleicht nur 20 Meter weit aus. Weil das ganze Gekurbel hier auf 30 Meter ist halt immer so räudig. Ich verstehe das immer nicht, wie man auf so eine so komische Zwischenentfernung kommt. Oder da an so Stellen. Also man könnte ja noch näher rangehen. Und ich meine, ob man jetzt von hier aus dahin wirft oder von da drüben aus dahin wirft, das macht ja dem Fisch nichts, ne? Wenn der Köder am Spot liegt, liegt der Köder am Spot. Ich ändere hier nochmal von Caster wieder zurück auf Köcherfliegenlarve. Köcherfliegenlarve, Top-Köder für ganz viele kleine Fische. Und hier auch was drauf. Zack. Guck mal hier. Auch wieder größer und das auf dem 24er Haken. Oder liegt es jetzt am Vorfach? Ich glaube, ich habe hier das Vorfach schon gewechselt. 2,8 Kilo. Könnte sein, dass dadurch die Actionbar ein bisschen... Ja. Doch nur 20 Gramm. Lag am Vorfach. Also, es geht hier einiges. Natürlich immer so ein bisschen warten, aber im Großen und Ganzen ist es nicht so schlecht. Map. Da ist es. Also, ganz in der Ecke. Der letzte Schniepi auf der Map. Da wollen wir hin. Das ist soweit gut, wichtig und richtig. Und dann, wie gesagt, auf 30 Meter Entfernung hier tatsächlich in das tiefe Loch. Ja. Oder, wie gesagt, hier ganz rüber. Also, ob man jetzt von hier aus dahin wirft oder von hier aus, macht wahrscheinlich den Kohl nicht fett. Also einfach hier in diese Area. Ich habe auch hier nichts Besonderes gerade angeworfen, richtungsmäßig hingestellt, rausgeschmissen, fertig war. Die ersten hatte ich nach da so mehr hingeworfen. Gerade zwischendrin habe ich mal eine Zeit lang das Ding angeworfen, hat auch genauso funktioniert. Wahrscheinlich kann man auch nach da hinten werfen. Also grob die Area, also grob in diesem Bereich, ballern die immer rein. Vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen optimieren. Wenn du da was raus hast, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ist vielleicht Le Büsch ein wenig interessanter, der Busch? Oder ist hier vielleicht, keine Ahnung, hier die Kiesecke ein bisschen interessanter? Vielleicht sind da dann eher die Schmerlen und da dann eher die neuen stacheligen Stichlinge. Also, gerne teilen die Infos und Erfahrung. Und was bei dir vielleicht besser lief. Also läuft bei dir besser die Köcherfliegenlarve oder Caster. Pah. Und dann auch noch für welchen Fisch. Das sind immer so die Fragen des Alltags, die täglichen Sorgen. So, jetzt gucken wir gerade noch mal kurz ins Setup rein und ich glaube, dann haben wir es schon, ne? Setup, ja. Überall eigentlich gleich oder ähnlich zusammengebaut. Hier jetzt gerade noch mit einem Mono, also nicht mit Microbraid, sondern einfach mit einer Monoschnur als Vorfach. Und das hier ist die Invisible Monoschnur mit 3,7 Kilo. Die anderen Setups sind zusammengebaut so mit Microbraid jetzt gerade. Wie gesagt, das ist die dünnste Schnur im Game, 0,04 mm. Dünner gibt es nicht. 22er Haken eben auch. Ich glaube, ein 22er Haken ist nicht so verkehrt. 22er Haken, das ist jetzt mal ein größerer. Auf Microbraid, na guck. 22er Haken ist nicht so verkehrt. Wobei ich würde jetzt sagen, der hat 40 Gramm. Na? Oh, 62 Gramm. Nicht schlecht, die Schmerle aller 10 Gramm unter Trophy oder so. Oder 70 Gramm Trophy. Na guck, schon mal nicht so schlecht. Und das war jetzt hier gerade auch wieder auf dem 24er Haken. Also da dann doch nochmal wieder ein bisschen kleiner reingegangen. Ja, ich glaube, ich werde das gleich mal testen auf ganz klein. Einfach die 24er Haken und dann richtig schön durchballern. Ist das was zum Geld machen? Nee, absolut nicht. Hier machst du kein Silber damit. Da kannst du vielleicht im Nachhinein bei den Fischen, kannst du vielleicht dann noch Köderfische draus machen. Und dann, hier haben wir so die Bachschmerlen. Na guck, das geht auch.
Bachschmerle zwischen 25 Gramm und 30 Gramm. Das ist nicht so wenig und das sind alles unmaßige und die bringen alle kein Geld. Also kann man die doch ganz gut verwenden. Schön frisch, das werde ich wahrscheinlich auch machen gleich. Und dann damit vielleicht mal versuchen, auf Lachse zu gehen oder so. Vielleicht ballert ja was rein. Also das wäre vielleicht noch interessant. Ansonsten ist das nicht wirklich interessant. Das ist nur fürs Abhaken, für eine weitere Trophy, die man da oben dann haben will. Trophy 112, 9-stacheliger Stichling. Fände ich fair, darf gerne reingehen. So ein Dingen ist das. Ja, ich glaube, wir haben alles hier, ne? So viel zu dem Spot. Einfach mal testen. Testen. Dankeschön an Dosenfutter und Pure Patty fürs Teilen im Discord. Link zum Discord auch direkt unter dem Video. Und dann würde ich sagen, let's fetz ab an den Spot und mal ein bisschen hier auf, na guck, einer nach dem anderen, auf die kleinen Dinger versuchen. Petri, bis zum nächsten Mal.